Servia. Hallo und willkommen. Ich bin Meister Lehnsherr und ihr seht das Nachtlicht. Eine Geschichte von Marlin Poggemann. Marie hatte schon als kleines Kind Probleme mit dem Einschlafen. Sie war sich sicher, dass sie nicht allein in ihrem Kinderzimmer war. Aus diesem Grund ließ sie, auch als sie älter wurde, immer ein Nachtlicht an. An ihrem 16. Geburtstag übernachteten ein paar Freundinnen bei ihr. Lange genug hatte sie versucht, niemanden in ihrem Zimmer übernachten zu lassen, damit sie ihr Licht anlassen konnte. Doch ihre Freundinnen bestanden darauf, und Marie fiel keine Ausrede mehr ein. Also versteckte sie ihr Nachtlicht, um nicht ausgelacht zu werden. Ihr Gefühl, dass sie nicht allein im Zimmer schlief, war zum ersten Mal Realität geworden. Die Mädchen schliefen gemeinsam, leise atmend ein und wachten am nächsten Morgen ausgeschlafen und gut gelaunt wieder auf. Marie war nun an der Meinung, dass sie sich als Kind vermutlich nur davor gefürchtet hatte, allein im Dunkeln zu sein. Regelmäßig bildete sie sich Schattengestalten ein, die meist nur ein paar Kleider auf einem Stuhl oder Spielsachen waren. Sie fand, es war an der Zeit, erwachsen zu werden und die kindlichen Hirngespinste hinter sich zu lassen. Also ließ sie ihr Nachtlicht zum ersten Mal, seit sie denken konnte, in ihrer Nachttischschublade. Sie war gerade dabei einzuschlafen, als sie plötzlich ein leises Atmen vernahm. »Mama«, schreckte sie auf und sah eine schwarze Gestalt in ihrem Zimmer stehen, die sich starr anzublicken schien. »Mama, bist du das?« fragte sie erneut. Doch es kam keine Antwort. Sie zückte ihr Handy und leuchtete schnell ins Dunkel. Doch da war niemand. Sie glaubte sich wie früher als Kind diese Figur vielleicht nur eingebildet zu haben. Trotzdem holte sie beunruhigt ihr Nachtlicht wieder aus der Schublade hervor und konnte so wieder friedlich einschlafen. Am nächsten Morgen fragte sie ihre Mutter, ob sie in der letzten Nacht nach ihr gesehen hätte. Doch die Mutter sagte nur: »Ich lag die ganze Nacht neben deinem Vater und habe geschlafen. Es fällt dir sicherlich nur schwer, dich von deinem Nachtlicht zu trennen, und du fängst wie früher an, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Es ist ja nicht immer leicht, erwachsen zu werden. Viele Jugendliche klammern sich an Überbleibsel ihrer Kindheit. Das wollte Marie nicht auf sich sitzen lassen. Sie war es leid, sich immer rechtfertigen zu müssen, und wollte ihre Mutter davon überzeugen, dass sie es auch schaffen kann, ohne Nachtlicht zu schlafen. Gesagt, getan. Marie legte das Nachtlicht in den Nachttisch ihrer Mutter und war fest entschlossen, diese Nacht allein und ganz ohne Licht zu überstehen.
wenn da nicht dieses Atmen wäre. Das Atmen kehrte wieder in dieser Nacht. Marie hielt ihre Augen fest geschlossen und verkroch sich unter ihre Bettdecke. Sie spürte, wie es lauter wurde und näher kam und hörte eine Stimme sagen: Das ist mein Zimmer. Sie kniff ihre Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu, als die Gestalt ihr die Bettdecke wegriss und immer lauter wurde. Das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer. Danach wurde es still. Marie lag bis zum Morgen zusammengekauert auf ihrem Bett. Als die Mutter morgens hereinkam, fand sie Marie in dieser Position und fragte, was passiert sei. Als Marie ihr erzählte, was sie in dieser Nacht glaubt gesehen zu haben, wurde die Mutter plötzlich blass und still. Ihre Augen sahen traurig aus und gleichzeitig so, als ob sie sich schämte. Sie erzählte Marie, dass sie schon vor ihr eine Tochter gehabt habe, die mit 16 Jahren plötzlich verschwunden ist und nie gefunden wurde. Ihre Mutter hatte Marie nie von ihr erzählt, obwohl es das Zimmer der verschwundenen Tochter war, in dem Marie jede Nacht schlief. Sie schien dort also wirklich nie allein gewesen zu sein. Das war das Nachtlicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, wisst ihr, was zu tun ist. Danke. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.